Moment, ich blende kurz Musik ein, sonst komme ich mit der Overvoice nicht hin. Bis gleich. So, jetzt aber. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Netfos Outdoor Messer. Ein kleiner Tipp, bitte bis zum Ende dranbleiben, es lohnt sich vielleicht. Erstmal kurz zur Transparenz. Ein Mitarbeiter von Netfos hat mich angeschrieben, ob ich denn Interesse daran hätte, ein Messer von ihnen vorzustellen. Ja, die Entscheidung habe ich mir nicht so leicht gemacht. Schlussendlich dachte ich mir dann, ach komm, was soll's, mach's einfach. Netfos hat mir dann ein Messer zur freien Verfügung gestellt. Das ist dieses hier. Deshalb deklariere ich dieses Video als Werbung. Das sieht man jetzt in irgendeiner Ecke, vielleicht links oben, links unten, rechts unten. Am wahrscheinlichsten ist rechts oben. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen kleiner. Ja. Und gleich noch eine kleine Triggerwarnung. Das ist ein Video, in dem ein YouTuber wieder mal batoniert, sinnlos auf Holz einprügelt und so weiter, wie man das halt so macht. Ja, wieso man das macht, kann ich gar nicht so genau sagen, aber es macht auch einfach Spaß und vielleicht ist es ja auch ganz okay so. Ja, wie erwähnt, zur freien Verfügung, das heißt, das Messer ist sozusagen in mein Eigentum übergegangen. Ich kann damit also tun und lassen, was ich möchte, deshalb bitte dranbleiben. Der Mitarbeiter von Netfos bat mich darum, dem Messer, Zitat, ein Kompliment zu machen, was auch immer das heißt. Das ist letztlich auch egal. Ich werde die Sache hier neutral angehen. Ich lasse das hier mal im Hintergrund alles ein bisschen laufen und gebe euch schon mal ein paar Infos zum Messer. Es handelt sich um ein vernünftig verarbeitetes Fulltang-Messer mit einer Gesamtlänge von etwa 23 cm. Auf die Spezifikation gehe ich dann später noch ein. Klingenstahl ist der 8CA13 MOV. Das ist ein Budgetstahl, der sich in etwa im Bereich 440B, 440C ansiedelt. 58 HRC, das ist für ein Outdoor-Messer ein guter Wert. So kann man es im Feld leicht nachschärfen. Und diesbezüglich gibt es auch eine kleine Besonderheit, da komme ich dann auch noch drauf. Ja, der 8CA13 MOV hält auch ganz gut die Kante, also da kann man nichts sagen. Das passt meines Erachtens. Batonieren und gleich auch querbatonieren ist kein Problem. Die Spaltwirkung ergibt sich durch die Klingengeometrie. Die Klingenbreite liegt hier bei 4,8 mm, die Klingenhöhe bei 32 mm. Dazu ein Saber Grind, der wurde hier zu etwa 60% hochgezogen. Und dieses Messer wiegt 295 Gramm, also das ist wirklich stattlich. Das sind gute Voraussetzungen für solche Spaltarbeiten. Die Klingenlänge liegt hier bei 110 mm, effektive Schneide immer noch 104 mm. Da kann man dann auch mal einen etwas dickeren Ast zerteilen. Ja, da gibt es von meiner Seite schon mal ein ernst gemeintes Kompliment. Diese harten Schläge hat das Messer übrigens gut weggesteckt, dazu später noch mehr. Lediglich die Verschraubungen der G10-Griffschalen haben sich minimal gelockert, also wirklich kaum spürbar. Darauf gehe ich dann noch ein. Wir werfen später mal einen Blick unter diese Griffschalen. Thema Griff im Allgemeinen, der ist ein bisschen länger als 12 cm. Effektiv greifbar sind allerdings nur 10 cm. Ja, finde ich ein bisschen schade. Da wurde so ein bisschen was verschenkt, muss ich sagen. Bei großen Händen wird es eng. Meine Hand hat in der Breite wie angegossen reingepasst. Das Griffvolumen von 90 mm finde ich sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Der Griff ist insgesamt wirklich bequem. Ja, vielleicht kann mal jemand die Komplimente zählen, das wäre wirklich nett. Thema Schärfe ab Werk. Der Anschliff ist ziemlich symmetrisch. Hinter der Schneidphase habe ich einen Wert von etwa 0,65 mm gemessen. Für ein Outdoor-Messer ist das völlig in Ordnung. Ja, da sollte die Schneidphase nicht zu dünn auslaufen, das ist auch nicht gut. Also 0,65 ist ein guter Kompromiss. Und so fiese Sachen wie Umreifungs- respektive Paketbänder sind schon mal keine große Herausforderung, das sieht man hier. Das wird natürlich auch alles wieder mitgenommen. Auch ein Appell, bitte keinen Abfall im Wald liegen lassen. Es ist wirklich manchmal erschreckend, was man da im Wald an Zivilisationsmüll so findet. Also Abfall bitte wieder mitnehmen oder in den Abfallbehältern entsorgen. Danke.
Hier versuche ich mich wieder mal an Löckchen. Ist immer noch nicht meine Stärke. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich glaube, das hat auch viel mit Übung zu tun und jedes Messer verhält sich dann doch so ein bisschen unterschiedlich. In dem Fall bin ich eigentlich zufrieden. Also es liegt definitiv nicht am Messer, wenn es nicht so gut wird. Das ist wirklich okay von der Schneidleistung. Ja, ich würde sagen, ich blende noch mal ein bisschen Musik ein und melde mich beim Thema Feuerstahl nochmal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Netphos hat einen relativ großen Feuerstahl beigelegt. Der ist direkt an der Kydex-Scheide befestigt. Ja, also wir haben hier eine Klingenbeschichtung. Das heißt, es funktioniert nicht so ganz gut mit dem Feuerstahl und dem Messer. Aber es würde im Notfall funktionieren. Netphos war aber so klug oder nett und hat so einen Feuerstahlanreißer mit beigelegt. Der verfügt noch über einen Bieröffner und eine Zentimeterskala. Ja, ist auf jeden Fall ganz tauglich. Kann man so machen. Wie erwähnt, werfen wir auch einen Blick unter die Griffschalen. Es ist ein bisschen locker und man hört das auch. Ja, erfreulich ist hier, das ist ein Innensechskant, 3 mm, also ein Werkzeug, das so ziemlich jeder zu Hause hat. Die Schrauben sind auch von guter Qualität, da gibt es nichts zu meckern. Was man hier sieht, ist ein bisschen Öl unter den Griffschalen, also nichts Schlimmes, keine Feuchtigkeit in dem Sinn. Und jetzt sieht man hier auch gleich, wo der Fehler liegt. Die Schrauben sind ein bisschen zu klein für diese Löcher, beziehungsweise diese Schraubhülsen. Ja, damit wird das wohl jedes Mal passieren, wenn man das Messer so ein bisschen stärker belastet. Also da wird Loctite auch nicht viel helfen. Ja, ich finde, da sollte Netphos ein bisschen nacharbeiten. Das ist so ein Dauerproblem wahrscheinlich dann. Also Griffschalen verkleben wäre dann vielleicht noch eine Möglichkeit, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Naja, wie gesagt, wäre schön, wenn Netphos hier nochmal ein bisschen nachjustiert. Jetzt nochmal kurz zu den Punkten, auf die ich noch nicht eingegangen bin. Erstmal zu dieser PVD-Beschichtung. Ja, die hat das Prozedere insgesamt wirklich gut überstanden. Hier unten an der Schneide sieht man so eine kleine Abnutzung, aber sonst ist das wirklich okay. Der Klingenrücken sieht auch gut aus. Da habe ich ja dann doch ziemlich heftig draufgehauen. Also da sieht man nichts. Man sieht aber, dass die Spitze hier wirklich sehr stabil ausgeführt ist. Also ja, stabiles Messer. Hier ist noch ein kleines Chimping. Ja, ich hätte es nicht gebraucht, aber das ist halt vorhanden. Ist immer Geschmackssache. Ansonsten muss ich sagen, der Griff ist wirklich bequem. Ja, man hat gerade gesehen, die Schrauben sind so ein bisschen zu klein eigentlich für die Löcher. Deswegen kommt es hier immer so zu kleinen Ungenauigkeiten. Also man spürt hier schon so einen ganz leichten Grad. Ist nicht schlimm, also tut auch nicht weh beim Arbeiten oder so, aber ja,
es ist einfach der günstigen Massenproduktion geschuldet. Da passiert sowas. Hier hinten haben wir noch ein Lanyard Hole. Ja, was kann man noch sagen? Ja, man sieht hier so ein bisschen, dass das G10 nicht so ganz 100% sauber gefräst ist. Aber auch das ist zu verkraften. Also wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ja, hier ist eine Schlagfläche. Das hier könnte ein Glasbrecher sein. Keine Ahnung. Insgesamt gut gemacht, kann man nicht sagen. Jetzt noch kurz zur Kydex-Scheide. Die wartet mit ein paar kleinen Besonderheiten auf. Ach ja, hier noch das Lanyard. Das musste ich vorhin abmachen wegen den Griffschalen. Ja, hier erstmal der Feuerstahl. Den habt ihr vorhin schon gesehen. Relativ groß. Also der wird eine Zeit lang funktionieren. Hinten so eine Art, wie soll man sagen, ja, so ein Tech-Lock-Nachbau. Ist aber eigentlich ganz gut gemacht. Also der hat hier eine Verriegelung und so kann man ihn öffnen. Mit On, witzigerweise. Dann macht man die Geschichte zu und so kann man verriegeln und dann tut sich hier gar nichts mehr. Also ja, stabil ausgeführt, kann man nicht sagen. Und was ich insgesamt wirklich schön finde und selten, ist hier diese kleine Schleiffläche bzw. Scharffläche. Ja, das ist so eine Art Diamantpfeile, kann man sagen, oder Diamantschärfsystem im ganz kleinen. Ja, also ich sag's mal so, es ist besser als nichts. Also man kann hier sein Messer hier mal schön drüber ziehen, wenn es wirklich stumpf wird. Ach, das Geräusch ist fies. Und ja, es ist ein günstiges Messer. Da kann man sowas schon mal ranlassen. Also das ist okay. Zum Sitz. Ja, das Messer sitzt ordentlich und sicher. Die Kydex klappert ein bisschen. Ist aber wirklich im grünen Bereich, kann man nicht sagen. Alles ganz nett gemacht, muss ich sagen. Zeit für ein Fazit. Mein Fazit: Ich bin insgesamt positiv überrascht, muss ich wirklich so sagen. Das Messer trifft so gar nicht meinen Geschmack, aber das tut hier überhaupt nichts zur Sache. Der Griff liegt gut in der Hand. Es hat alle Aufgaben gut gemeistert. Es ist wirklich stabil ausgeführt, insgesamt auch ordentlich verarbeitet. Der 8CR13 MOV geht auch in Ordnung, also das passt. Dann noch die Kydex mit dem Feuerstahl und dieser kleinen Scharffläche. Ja, auch das geht in Ordnung. Wir haben noch ein Lanyard, das ist jetzt nichts Besonderes, aber immerhin. Dann dieser Feuerstahlanreißer. Hier noch Pflegetipps, also wie man mit dem Messer so ein bisschen umzugehen hat. Und ein Reinigungstuch. Das Ganze kommt in so einem Pappkarton. Also ja, ist alles soweit okay. Preislich liegen wir hier bei etwa 56 Euro. Ich finde, fürs Gebotene passt das auf jeden Fall. Zur Abmachung mit dem Netfos-Mitarbeiter gehörte, dass ich einen Amazon-Link in die Videobeschreibung packe. Ja, das ist ein ganz normaler Produktlink, also kein Affiliate-Link, und in der Videobeschreibung steht noch viel mehr. Zum einen die Spezifikationen und zum anderen die Teilnahmebedingungen für das Giveaway. Anfangs habe ich es erwähnt, bleibt bitte bis zum Ende dran. Ja, das Messer ist in mein Eigentum übergegangen und ich kann damit machen, was ich will. Netfos weiß davon nichts, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von Anfang an war das mein erster Gedanke. Also dieses Messer geht an die Zuschauer. Ihr müsst auch nicht viel dafür machen. 2 Dinge. Ihr solltet mindestens 18 Jahre alt sein und einen Kommentar verfassen, aus dem ganz klar hervorgeht, dass ihr Interesse an diesem Messer habt. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich lasse das Giveaway etwa so, ja, 2, 3, 4 Wochen laufen. Das kann ich mir noch überlegen. Das steht dann auch in der Videobeschreibung. Die ganzen Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, ich möchte mich noch bei Netfos bedanken. Danke für dieses Messer. Mal sehen, ob sich Netfos nochmal bei mir meldet nach diesem Video. Ich glaube es ja eher nicht, aber falls doch, dann würde ich das Messer dann wieder an die Zuschauer weiterleiten. Dann war es das für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.